Hallo bei Uncut TV. Heute gibt's eine ganze Menge Adrenalin. Wir sprechen nämlich über den Film American Guinea Pig Bloodshot, der zweite Teil der American Guinea Pig Reihe. Wenn auch du ein Freund des gepflegten Gewaltkinos bist, dann lass noch ein Abo für meinen Kanal da. Am Ende des Videos gibt's noch den Trailer zum Film. Zurücklehnen und los geht's. American Guinea Pig Bloodshot ist, wie schon eingangs erwähnt, der zweite Teil der American Guinea Pig Reihe. Die American Guinea Pig Reihe ist ein Tribut an die japanischen Guinea Pig Filme und es sind insgesamt 8 Teile geplant. Ja, der zweite Teil American Guinea Pig Bloodshot ist ein US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2015 vom Regisseur Marcus Koch. Das Drehbuch hat Stephen Biro geschrieben. Der war Regisseur des ersten American Guinea Pig Films. Ja, dieser Film hat eine Gesamtlänge von circa 87 Minuten. Ich habe den Film in diesem schönen wadierten Mediabook. Die Fassung auf diesem Mediabook ist ungeschnitten. Im deutschsprachigen Raum existiert nur diese ungeschnittene Fassung des Films. Auch zum Drehort des Films gibt's eine spannende Geschichte. Gedreht wurde nämlich in einem ehemaligen Arztbüro und dieses soll in den 1940er Jahren Schauplatz eines echten Mordes gewesen sein. Also irgendwie passend für diesen Film. Worum geht's in dem Film? Der Film ist größtenteils in Schwarz-Weiß gedreht und es geht um einen Arzt, der einen Mann und eine Frau gefangen hält und diese in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen foltert. Wenn der Körper unter Schmerzen steht, schüttet er Adrenalin aus und der Arzt zapft dieses Adrenalin ab und spritzt sich das dann intravenös, um sich an dem Adrenalin zu berauschen. Der Film besteht zu einem sehr, sehr großen Teil aus diesen Folterszenen. Und die Szenen sind wirklich sehr explizit. Ich möchte euch jetzt nicht komplett spoilern, aber ich möchte 2 Beispiele nennen. Einmal zum Beispiel schneidet er den Mann am Rücken auf, nimmt dann eine Drahtsäge, fährt um die Rippe herum mit dieser Drahtsäge und sägt die Rippe ab. Oder eine andere Szene, da wird der Frau bei lebendigem Leib der Brustkorb aufgespreizt und man sieht dann das schlagende Herz. Also es sind schon explizite, harte Szenen. Und ich finde die Tatsache, dass der Film größtenteils in Schwarz-Weiß gedreht ist, macht das Ganze noch heftiger, noch düsterer. Der Film hat wirklich eine sehr beklemmende, düstere Atmosphäre und durch dieses Schwarz-Weiß wird diese Atmosphäre noch verstärkt und unterstrichen. Auch die Schauspieler bringen eine gute Leistung, also sie machen einen wirklich starken Job. Der Film selber ist über lange Strecken eher langatmig, er lebt halt von diesen Folterszenen. Die Effekte, die Bluteffekte, die Gore-Effekte sind aber wirklich gut gemacht und wie ich schon gesagt habe, sehr, sehr explizit. Aber, und ich habe jetzt gesagt, der Film ist über lange Strecken etwas langatmig, aber die Schlussszene, die geht circa 10 Minuten bis 15 Minuten und die reißt im Film richtig raus. Ich möchte euch an dieser Stelle wirklich nicht spoilern, weil wenn ich euch erzähle, was da passiert, mache ich euch den ganzen Film kaputt. Aber die Schlussszene hat mir richtig gut gefallen. Da wird's nochmal richtig blutig. Wir sehen noch ein bisschen nackte Haut. Und dann fadet die Farbe so langsam rein. Ich habe ja gesagt, der Film ist größtenteils schwarz-weiß. Aber während dieser Schlussszene wird dann so langsam die Farbe eingefädet. Es geht dann in einen Farbfilm über. Und das finde ich richtig, richtig geil gemacht. Also diese Schlussszene richtig stark, aber auch blutig, heftig und wir sehen ein bisschen nackte Haut.
Wie ist jetzt mein abschließendes Fazit zum Film American Guinea Pig Blood-Shock? Ich habe es gesagt, der Film ist mir über zu weite Strecken hinweg zu langatmig. Darum hätte ich dem Film eigentlich 5 Punkte gegeben von 10 Punkten. Aber die Abschlussszene ist so stark, dass diese Szene für mich den kompletten Film aufwertet. Die Abschlussszene ist ja auch relativ lang, ich rede da von 10 bis 15 Minuten. Darum gebe ich diesem Film 7 von 10 Punkten. Übrigens, wenn ihr euch den Film anschaut, schaut euch auch unbedingt den Abspann an, weil da kommt auch noch die ein oder andere blutige Szene. Noch ein paar Worte zu meinem Fazit. Der Film selber überzeugt durch sehr, sehr gute Bluteffekte, Gore-Effekte. Also das sind auch sicher die Stärken des Films. Die guten Effekte, die sehr explizit gezeigt werden. Als Zuschauer fragt man sich eigentlich den ganzen Film hinweg, welche Gemeinheiten, welche Folterungen lässt sich der Arzt jetzt noch einfallen. Das heißt, davon lebt dieser Film eigentlich, dass man sich als Zuseher die Frage stellt, was kommt jetzt noch, welche heftigen Szenen kommen jetzt noch, auch auf mich als Zuschauer zu. Und es ist schon auch eine kleine Geschichte verpackt, die aber auch mit dieser Abschlussszene zusammenhängt. Darum sage ich da jetzt nichts dazu, weil diese Abschlussszene soll für euch wirklich auch spannend bleiben, weil, wie ich schon gesagt habe, die reißt einfach den ganzen Film raus. Also die wertet den Film einfach irrsinnig auf. Weiters machen die Schauspieler ihre Arbeit auch gut und auch das Schwarz-Weiß in dem Film kommt dem Film definitiv zugute. Und dass der Film am Ende dann noch ein bisschen Farbe bekommt, finde ich auch richtig gut. Wo hätte man vielleicht das ein oder andere besser machen können? Ich habe schon gesagt, der Film ist stellenweise etwas zu langatmig und das ist auch die Hauptschwäche dieses Films. Im Großen und Ganzen ist American Guinea Pig Blood-Shock aber ein starker Film und definitiv zu empfehlen für jeden, der auf härtere, blutige, gorige Filme steht. Das war's mit meinem Review zum Film American Guinea Pig Blood-Shock. Jetzt gleich im Anschluss gibt's noch den Trailer zum Film. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video. Bis dahin, ciao, pfiat euch.